Test, Test. Test, Test. Das hört sich gut an. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Gefährlicher und zurück zum Patch 2.7 und zur Aktion Unheilvoller Pfad. Ich bin nicht mehr da, wo ich sein sollte. Ich habe auch vermutlich wieder ein bisschen Overcap an meinem Harz. Ne, 53 geht noch. Okay. Aber das macht nichts, weil wir können da tatsächlich wieder hin. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder alle Ausrufezeichen loswerden, sonst werde ich kirre. Kennt ihr vermutlich. So, das hier, da einsammeln, zack. Zack. So, da geht's auch weiter. So, Gefahren ringsum. Gefahren ringsum. So. Okay, zum Auftrag. Der mal mit seinem Becher da. So. Ja, genau, da müssen wir tatsächlich rein. Da waren wir gestern stehen geblieben mit der Aktion, mit den ersten Kämpfen, die wir machen konnten. So. Ich denke, ich kann einfach wieder reindroppen. Das erste Video zu dieser Aktion findet ihr gestern im Patch 2.7 Stream, den ich gestern rausgepackt habe. Da ist ein großer Teil davon ist der Teil 1 dieser Aktion. So. Hat aber leicht anderes Thumbnail, weil es sich um den Patch dreht. So, wo sind wir? Warte bis zum nächsten Tag. Okay, Mann. Das ist in ein paar Minuten hier. There's nothing for Paimon to do here. So boring. Oh, how Paimon longs to stretch her legs and run free in the world outside again. All right, fly free then. Basically, Paimon just wants out of here. Just a day? No, it feels like we've been down here for months. Maybe not months, but at least like 20 days, surely. Yo! Thought I heard you chatting over here. Oh, hey, Bullchucker. Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Here, have some water and take a rest. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring, walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? I'm not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? It's definitely not me. Hey, what's everybody looking at me for? Well, it's definitely not me. If anyone, it's this one right here. Huh? What are you looking at Paimon for? Paimon, are you hungry? No. Paimon's not hungry. Why do you ask?
if that's the case... Huh? What am I missing here? Yes, I heard that too, as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry, even after 20 days? That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. Although I cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really felt hungry since. Now that I think about it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. Huh? What's wrong, Traveler? Did you think of something? That's pretty weird. Sounds like the little dude must be in danger. But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. I just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown area. You mean a way out? Oh, finally! Yay! You found something! Oh, please, please be the exit! I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Huh? Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Whoa! So there really is a path behind here! Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. Miss Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It doesn't matter. I'm not tired. Well, given we're already here, we might as well go in and explore. Right behind ya! Paimon can't wait to get out of this place! Oh, okay, eine weitere Sphäre. Na gut. Nehmen wir was Vernünftiges. Time to begin work? Time to begin work. Symbole auf der Plattform haben verschiedene Farben und Muster. Verbinde sie miteinander, um Rätsel zu lösen. Tritt auf die richtigen Symbole, um sie zu aktivieren. Bei falschen Symbolen erleidest du Schaden. Finde und aktiviere alle Symbole auf der Plattform, um Rätsel zu knacken. Okay. Fangen wir mal hier an. What? Lucy, is that you? Hey, did anyone else just hear that voice? It sounded super creepy. Okay, hier ist noch nichts. Okay. Dann gehe ich erstmal zu dem Rätsel da. Was passiert hier? Verschiebt sich der Boden oder verschiebe ich mich? Oder beides? No. This...
at me. Don't fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. Oh. Solidify. Ich denke erstmal die hier. Order guide you. Stabilize. No, my sword! Also ich habe jetzt alle die gleichen gemacht, wie das erste Symbol aussah. Also nichts von überragender Intelligenz, was der jetzt gemacht hat. Ah, okay. Genau, diese Symbole. Lichtsammelapparat. Der Lichtsammelapparat kann eine besondere Lichtstrahl auf die gegenüberliegende Plattform werfen. Bediene den Apparat, um die Richtung des Lichtstrahls zu steuern. Beleuchte mit dem Lichtstrahlenapparat die großen Symbole der gegenüberliegenden Plattform, um sie zu aktivieren. Die großen Symbole scheinen Schlüssel zu den... Ah, okay. Alles klar. Dann... Ich denke, das wird so gemacht. Und der dann dementsprechend so. Ja, okay, das gelbe Zeichen habe ich also, ja. Nice. So, dann gucke ich mal, ob ich da schon was machen kann. Ich glaube zwar noch nicht, aber... Alter, ist das crazy hier, wie sich das dreht. Okay. Dann den blauen. Versuche ich mal den blauen. No, it's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. That sounds like Xiao. Could he be in trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but how are we gonna find him? Okay, dieses Zeichen. Wieder einfach nur alle diese Zeichen angeklickt. Ich denke, das Zeichen kann man vorher bei dem mittleren Teil sehen. Okay. Also wenn ich jetzt da gucke, da sieht man das Zeichen, da oben beim Blau, über meinem Kopf gerade. Und dann muss man hier nur drauf latschen. Ist also kein Hexenwerk. Okay. So. Okay, so langsam haben wir es geschnallt hier. So, jetzt gucken wir das Zeichen an. Das ist... gucken wir von da an. Dieses mit dem Schwert an der Seite. Also quasi hier das in der Mitte. Das. 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 Und dann wird noch eins sein, ja. Zack. Easy. Order guide you. Gather. Born of ice and frost, know my sword. Let me read you a verse. Rain, outlaw. Time for a light show. Time for lunch.
So, okay, das Rätsel haben wir jetzt mehr oder weniger raus. Die Frage, ob hier noch was Kompliziertes kommt. Die sind sehr dicht beieinander. Das wird also die beiden sein. So. Die liegen etwas weiter auseinander. Schätze ich hier mal die beiden. Zack. So, jetzt gucke ich mir das grüne Zeichen an. Das ist dieses, was so aussieht wie ein Tor mit einer Flamme drin. Das da. Und das. Stabilize. This is order. Ring cutter. No, my sword. Fire hazard. So, es hätte schwerere Rätsel geben können, aber so, die müssten weit genug auseinander sein, dass sie die beiden treffen. Hoffe zumindest. Yes. So. Dann gucken wir mal. Der macht einen Durchgang gegenüber auf. The light seems to be leading to another platform. Let's go and take a look. Voll crazy, wie sich das dreht. The ground has dissolved? What's down there? Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. Hold on. Something's not right here. What's this? It appears to be a small fissure. What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? Conqueror of demons? Xiao, is that you? Oh, quit trying to scare us, okay? Huh? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him! Conqueror of demons, can you hear us? Hello? Little dude! Anyone home? He isn't responding. What's going on here? You. Oh, he finally said something! Oh! We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? An illusion? Talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence? Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! If he can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No. Your safety is the top priority. It seems this space can... Huh? He disappeared. Where'd he go? It sounded like he might be injured. We need to go help him. It seems the only option we have to explore any further is through that entrance over there. Huh. He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way! Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. Don't worry, I'm invincible!
pretty deep. Be careful, everyone. Sieht sehr tief aus. Okay. Verrückt. Na gut. Gefahr ringsum. Well, Bullchucker, how's your ear? It's fine! Ugh. My butt is tough! Go ahead, you can cry if it hurts. I promise I'll try not to laugh. What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. Paimon, don't laugh. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but... Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. Our little dude must be inside then. Yeah! I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker! Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Step aside. Once this door's open, we are out of here. Eviloni, be gone! You heard me. Get out of here! Ah! Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? Who? Me? Oh, all right, I'll open it again. All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone! Those people are carrying bowls. Bowls full of beans. What's that all about? People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of him. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person, I'm an Oni! Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Paimon's starting to think it really is haunted. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Why don't you open it? No way! Somebody else do it. Paimon's scared. All right, I'll try. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time.
Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? No way! Was that who I think it was? Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This was one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. That's right, your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock, you're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Why? Because I don't buy it, that's why. I don't believe for 1 second that we're gonna find the Conqueror of Demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Yeah, my savior. Show 'em what you're made of. I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously. Huh. A civil dispute. Didn't see that coming. Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. So you mean you don't like handling disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan, we're a team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianquan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang?
She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. What about you, Traveler? Would you like to try? Yeah, go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Xiao. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. So, wait. What's Paimon looking at? Wie? Wohin? Hey Leute. Hey, there you are! You sure had Paimon scared. We couldn't open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Did you find anything, Traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there? Huh? How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up! Stupid door! I'll smash you to pieces! If Paimon wasn't feeling so exhausted, she'd help out too. Hey, what is this? Nap time? So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Huh? What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion! I will not let my mind play tricks on me. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. And now it seems that mental fatigue is unavoidable.
Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? Okay. Sprich mit allen. Ich spreche mit allen. You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Don't worry about me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. You think so? As they say, 2 heads are always better than 1. So. It's hard to believe what we've encountered. Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. Yeah, man. Chill. Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Ah, perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna fly with this guy. What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. Can't you have one last look for it? If you really can't find it, we'll just have to find another door. With any luck, one that connects to the outside world. You feel me? By the way, Traveler, if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Please, come meet me over there. It's hard to believe what we've encountered. You don't look very well. At least not like when we just arrived. Are you troubled by what you saw behind the door? Listen to me. The most important thing is always the choices you have in front of you. Get some rest before you gather the courage to take your next step. Once you've chosen the path to take, don't hesitate. You must believe in your decision. It's hard to believe what we've encountered. Alright, you should get... Mal gucken, was sie sonst noch so zu sagen haben. Ushi, you sure you can't find a way back to that? Yep, that's the big question. Gotta be honest, I have no idea.
Oh, come on, don't get mad at me. I'm just being real here. I did think about just using my Oni super strength to dig our way out, but the rocks here are even tougher than prison walls. The rocks didn't even budge when Ushi charged him. It's pretty obvious this place is meant to keep us in here. The only thing I can do now is, well, take care of this exhausted little lavender melon. Yeah, I know. You're helping too, Ushi. Süß. Okay. Thanks for coming to speak with me, Traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. I have a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? We're seeing things and people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. This is a place where time and space are thrown into chaos. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Can you feel that? Let me see. I think it's here. And break! I secretly learned Yelan's illusion-breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. The sound came from behind this illusion. Let's go in and take a look. Alter Anfeld, ist ja voll drauf. Was ist da los?
Oh. Was ist hier so? Okay, okay. Ja, da kann ich noch nicht lang, ich weiß, aber der Erkundungsdrang ist so groß. It's getting clearer. This is the chasm. What did British go through here? If it was just that bad as 5 years ago, what is he doing here? The one. Gott, in meinem Kopfhörer hört sich das echt The komisch an. voice is much clearer now. We're close. Conqueror of demons, can you hear me? It's Yanfei. The Traveler and I are trying to find you. Traveler? Yanfei? It worked. Are you okay? I'm fine. Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. No. The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Right now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. So, you're in danger too? There was no need for you to search for me. But we're worried about you. And earlier, the Traveler was tricked into entering a dangerous place. How do we meet? Conqueror of demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are the clearest and try... something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. Stand back! Let's get him back to the camp. Now we can avoid getting split up. Oh. A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. It's just a flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. You're not a burden. Don't think that for 1 second. We need you, all of us. For our sake, please, stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. All right. Keine Angst vor Hindernissen. Okay. Yelan. As expected, something strange is going on here.
Traveler? You're both here. Great. I want to talk to you. I also felt that the space was targeting us, but Yanfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yanfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive, and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard, or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal. To trap us here until we die. What else could it be? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise... We got it. "500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked? I have to go over everything again.
All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. Count me in. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Geh Mann, schlaf einfach mal eine Runde. Gönn dir. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Oh, I sleep like this when I'm in jail? Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Hey, Paimon geht's nicht so gut. Okay. Jetzt bleibt nur noch die Sphäre übrig, hm? Okay. Das machen wir gleich natürlich. So, und morgen gibt es dann noch die Sackgasse, wie ich sehe. So, okay. Was starrt er da an? Bin gespannt. Okay. So. Letztes Mal haben wir ja grob gelernt, worauf es hier ankommt. Wir wählen Next Game. So. Und jetzt kommt Runde 1. So, mehr kann man nicht angucken. Da brauchen wir eine Blitzolle, wa? Okay, ich bin jetzt mal ganz schlau und mach mal hier sowas. Ich weiß gerade nicht, ob die Gier hat, aber ist ja wurscht. Und irgendwen, den ich noch nicht brauche. Good question. Bennett? Kampfstrategien. Gierobjekte, die Gierobjekte der Figur lösen. Oh, das klingt doch schon mal gut. Klingt auch gut. 50% Damage Bonus klingt auch gut. Okay. Rest lese ich lieber nicht, sonst komme ich noch in die Bredouille. Okay, los geht's. Machen wir hier so ein bisschen Noel Ramble Bamble. Ja, das weiß ich. Okay, ich hoffe mal wieder, dass es 3 Kampfrunden sind. Sonst bin ich ein bisschen... Da habe ich ein bisschen gelitten. Right here, right now. I'm going in! I will have order. Steady as stone, as a good knight should. Emerge, right now. Okay. Someone needs assistance. Na komm. Okay. Das lief einigermaßen IO. So, jetzt sind wir hier auf dem Wunschteil, aber ich kann nirgendwo sonst hin. Also
Gott, wieder diese verwirrte Mechanik. Gefechtsmaschine. Right here, right now. This is order. Stabilize. Und die holt nochmal auf dann für die nächste Runde. Gut. Okay. Mhm. Emerge. Nothing lasts forever. Everybody stand back! Huh? Solidify. As a dutiful maid would, leave it all to me. Das sind zwei ordentliche Kombos, die da reingegangen sind. I will have order. Solidify. Right now, right here. Steady as stone. Scheiße, Gold ist abgelaufen. Ein Wechsel von 4 Stück. War auch zu viel. Ja, macht nix. So, okay. Weiter geht's. Oh. Okay. Zwei zufällige Figuren können nicht kämpfen. Auch hier Schwein gehabt. So, dann nehme ich jetzt Schilder ist okay. Also, ja, nee, brauche ich gerade nicht. Kampfstrategie-Splitter, um sie wieder fit zu machen. Kann ich den denn? Ah ja, kann ich. Ich kann den auch woanders hinsetzen. So, ich habe, was habe ich noch? Einmal Tiefsee, okay. Dann kann natürlich sein, dass ich mein Dingens verliere, aber das sollte trotzdem noch okay sein, denke ich. Wo bist du? Da. Und dann packe ich noch mit rein. Dich. So. Schaffen Herstellung Überschussblase. Oh, das ist gut. Stufe Elementarfähigkeit. Ach gut. Ja, das ist auch gut. Okay. Mache ich hier einen Welploader? Ich weiß gerade nicht, ob Dings gegiert ist. Hier, wie heißt sie? Shogun Raiden, aber ich glaube nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das ändern kann. Ah doch, ich kann hier rein, okay. Hast du was an? Oh ja, du hast eine Lanze an. Und du hast Dingens an. Schön. Ja, da passt das. Ich kann ja nur hier lang, oder? Solidify. Witness the power of Gwa. Rain outlines your fate. Illusion shattered. Welpload! Easy. DJ-Maschine. Schwierig. Gather. This is order. Shine down.
Rain cutter. Feel the split. Und schon die Hüten erwähnt. Ich muss ihn mich treffen lassen, damit er mein Schild trifft. No, my sword. Witness the power of fire hazard. Easy. So. Ich hoffe, ich kann Xiao retten. Solidify! I will have order! Illusion shattered. Rain outlines your fate. Feel the split. Rain cutter. Time for a light show. Noch wirklich Schilde ziemlich gut. Muss ich gestehen. So, okay. So ein bisschen Glück haben. Okay. Gut. Das ist okay. Da habe ich Glück gehabt. Jetzt könnte ich die theoretisch sogar drin lassen. Ich guck mal, was die Dings sagen. Buffen die heftige Schläge? Yep. Erhöht bei der LP-Wiederherstellung der Figur mit um 80%. Das vielleicht. Und das. Okay. Dann nehme ich hier Dingens rein. Utao. Und dann kann ich hier mit. Was haben wir denn da? Die ganz beschissenen Bandagen hier, ja? Okay. Magu-Genkis. Ja. Na gut, das wird aber klappen. Sollte zumindest klappen. Hoffe ich. So, habe ich ein bisschen Glück gehabt bei dem, also ein bisschen sehr viel Glück bei den Ausfällen. This is long overdue. Access denied. Rain outlines your fate. Witness the power of Gua. No, my soul. It's over. Let's move this. Oh. Schon alle RIP, okay. Well then. Go. Think you can bully me? All hail. Ring cutter. Higher, hands on fire. No touching. Okay, ja, alles 3 ready. Das ist eine gute Voraussetzung für den Magu-Genki. Ich nehme mal an, dass sie nicht so heftig sein werden wie im Abyss, aber who knows? Think you can bully me? Access denied. This is long overdue. Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. Huh? Time to go.
No, my sword! All hail! Access denied. So, den Eistypen muss man immer zuerst wegmachen, weil der die Fläche unter uns vereist und das macht permanent Damage und das ist scheiße. Let me leave you a verse. Das will man aber nicht. Der normale macht eigentlich fast nichts. Außer Damage kriegen. So, okay, das ging auf jeden Fall lockig von der Rande. Ich hatte aber auch Glück mit, ja, also ziemliches Glück mit den zufälligen Ausscheidungen. Ja, zufällige Ausscheidung. Ne, also die Charaktere, die zufällig rausgenommen wurden, da hatte ich ziemliches Glück mit. Das hat mich fast überhaupt nicht tangiert. Und ja, kommt man so also auf jeden Fall. Erste Upgrade für den Bogen. Sehr schön. Das gibt es auch so direkt, wie ich feststellen darf. So, und hier kaufe ich mir noch eins. 2. Oh, okay, dann kaufe ich mir 2. So, und jetzt kann ich noch 200 ausgeben. Ich weiß gerade nicht, ich brauche Eleganz, glaube ich, aber Eleganz verkaufen die nicht. Guck mal. So eine Scheiße. Ich nehme mal an, man kann wie immer alles kaufen. Im Endeffekt, aber natürlich priorisiere ich die epischen Sachen. So, aber mehr können wir heute nicht kaufen. Könnten wir schon, aber das ist ja egal. Die wichtigsten Sachen haben wir jetzt schon mal. Da gibt es auch noch einen Arsch voll Urgestein. Schaue ich mal gerade hier die Waffe. Da ist sie, die ausklingende Dämmerung. Die kann ich jetzt noch verfeinern. Für mehr ist dieses Item nicht gut, deswegen kann man da gar nicht lange überlegen. Guck mal, wie hoch es noch geht. Das ist schon nice. 28 ist schon nice. Ja, 1,5-fache Verstärkung. Da sollte man auch gucken, dass man vielleicht, weil ich habe die Dinger zuhauf rumliegen und dann braucht man nicht so viele davon ausgeben. Das einzige Problem, was dabei entsteht, ist, dass man halt dann diese Teile vielleicht farmen muss oder diese. Ja, vermutlich werde ich hier die Dinger dann irgendwann brauchen. Ich finde einen Bogen mit Dings ganz gut. Mit, wie heißt es hier? Aufladerate. Damit kann man relativ viel... Oh, wie viel kann man denn jetzt hier reinlegen? Das ist aber neu. Ist geändert? Okay, nice. Okay, da geht schon los. Meine blauen habe ich noch. Ja. Kann man übrigens auch gut den Wochencounter mit vollkriegen. Da muss man, glaube ich, 500.000 Mora oder so ausgeben. So, und dann hat man einen relativ stabilen Bogen für Leute, die Aufladerate brauchen. Wie zum Beispiel, die Owner kann damit was anfangen oder so. Ne? Bin jetzt actually noch nicht sicher, ob ich den für irgendwen brauchen werde. Vermutlich erstmal nicht. Aber, ja, ich sag mal, haben ist besser als brauchen, ne? Okay. So, jetzt bleibt uns hier auch nichts anderes weiter übrig als... alles einzusammeln und jetzt können wir nur noch warten. Das Ganze geht ja leider ein paar Tage hier. Und das nächste ist ja morgen und dann übermorgen. Also ich weiß nicht, ich fand es eigentlich cool, als sie das bei dem Dings-Event so gemacht haben.
dass man halt alles auf einmal machen konnte. Hier haben sie es halt nicht gemacht wieder. Hier haben sie es wieder zeitlich unterteilt. Ja. Vielleicht ist es eine schlaue Methode, einfach zu warten, bis die alle vorhanden sind. Und dann, oh Gott, sorry. Und dann einfach damit loszulegen, dann kann man alles am Stück machen. Das ist, denke ich, auch ganz cool. Ja, so müssen wir halt, wenn man das sofort machen will, muss man halt leider warten. Warten ist halt immer scheiße. Aber gut, egal, was soll's. Okay, meine lieben Freunde. Jetzt kann ich nur noch ein bisschen Dailies machen und hier, oh guck mal, jetzt bin ich auch im Cap angekommen. Mein Cap ausgeben. Ja, das mache ich jetzt auch noch on-stream. Aber für die Aktion ist es jetzt auf jeden Fall erstmal vorbei. Und dann schauen wir mal, was wir da so rauskommen. So. Aber das, ist das bei allen so? Ich habe das jetzt gerade mal gesehen mit den Aufwertungen. Das ist mir... Ich habe ja hier das Problem... Warte mal, das habe ich auch noch nicht geguckt. Haben die das erweitert? Ne, immer noch 1500. Ich komme immer an dieses Cap. Das kotzt mich an. Ich habe schon Stunden um Stunden aussortiert. Es kotzt mich an. Ne? Vor allem, weil ich auch, selbst wenn ich Artefakte farme, nie ein gutes kriege, wo ich die rein investieren könnte. Aus Verzweiflung upgrade ich schon irgendwelche Sachen, die halbwegs irgendwie in Ordnung sind, aber ne, so wirklich gut. Also ich will ja dieses Set zum Beispiel, das wollte ich mal bei Yoimiya ausprobieren, aber ja, was soll ich sagen? Ey? Ich kriege da keine guten Teile für. Und was haben wir hier? Crit Damage, das ist schon auf Stufe 16. Da ist wieder richtig Pech reingelaufen. Pech reingelaufen. Oh, ich bin zu müde, ey. Es tut mir leid, ich bin so müde. Ich weiß nicht wieso, ey. Heute ist so ein Tag. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren. Aber ich will nicht rumheulen. Heute ist echt, ich bin die ganze Zeit nur am Gähnen. Boah. Ich weiß nicht warum, es ist ja noch nicht mal so spät, aber trotzdem, heute ist, boah, richtig erschlagen. So. Bisschen heulen muss sein. Kann ich nochmal gucken, ob ich irgendwas habe, was in irgendeiner Form irgendwie Echo des Abbaufest, also irgendwie upgradebar brauchbar ist. Hier haben wir zum Beispiel relativ viel Crit und Crit. Also Crit und Crit Damage ist auf jeden Fall drauf. Das ist schon mal gut. So. Ja, nicht übel. So. Hier fehlt mir noch was Vernünftiges. Der könnte laufen, wenn ihr noch Crit Damage drauf wollt. Ich brauche was mit Angriffskraft. Oder den ich hier schon upgegradet habe. Den werde ich jetzt mal eben zu Ende verstärken. Kann man das hier auch? Nein, hier kann man immer noch nur 6. Oh, wie ärgerlich, ey. Wäre das hier gegangen mit den mehr, dann wäre das cool. Aber so ist das natürlich wieder völlig nutzlos. Und dann kriege ich da oben auch noch immer Bonus, 5-fache Verstärkung, 2-fache Verstärkung und so ein Scheiß. Wo ich sagen will, nein, ich will das nicht, ich will meine Artefakte loswerden. Ja, hör auf, mir Boni zu geben. Spiel. So, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gecheckt, wie gut dieses Set tatsächlich bei Yoimiya ist. Werde ich aber mal tun. Weil ich noch nicht im Yoimiya Discord war. Um das mal nachzuchecken. Aufladerate natürlich. Gut. Hätte ja auch Crit Damage hochgehen können. Aber nein, jetzt geht die Aufladerate durch. So eine verfickte. Oh, guck mal, da war das Elementarkunde drauf. Da ist Crit Damage drauf, aber Elementarkunde. Ich guck mal, was hier drauf rollt. Ein bisschen Glück. Ein bisschen viel Glück. Ne, Angriffskraft. Ah, wieder gelitten.
Gut, dann mal gucken, ob wir irgendeinen Helm kriegen, der mit irgendwas... Hier ist Crit, da ist Crit Damage. Da ist Crit und Crit Damage. Ja, der gefällt mir gut. Dann habe ich auch direkt hier gesaved. Guck. Ich sehe das immer daran, wenn ich das bekomme, dann mache ich es direkt hier mit dem Haken, schließe ich es direkt ab, dann weiß ich, okay, hier, daraus könnte was werden. Anders behält man hier, glaube ich, den Überblick nicht. Lieber hätte ich natürlich Crit Damage und Crit. Das hier, aber gut, jetzt nicht alles haben. LP. Guck mal, wie hoch der Crit noch rollt. Ja, das fängt schon mal richtig beschissen an. Und selbst wenn nur Crit drauf wäre, wäre es schon, oder nur Crit Damage wäre es schon okay, wenn man die Scheiße halt braucht auf dem Helm. Eigentlich Crit Damage. Okay, jetzt kann ich ihn eigentlich in eine Tonne treten. Ja, eigentlich ist, wo ist er? Der hier. In den setze ich eigentlich meine Hoffnung. LP fängt schon mal wieder richtig beschissen an. Aber der wird auf jeden Fall mit Crit Damage oben sein. Weil halt der Mainstat drauf ist. Deswegen ist es in Ordnung. Jetzt wäre ich natürlich froh, wenn jetzt noch ein bisschen Angriffskraft oder so hochrollen würde. Irgendwas, womit man was anfangen kann tatsächlich. Nö. Ja, selbst Elementarkunde wäre noch gut. Zumindest besser als LP. Gott, Alter. Das Spiel hasst mich. Das ist echt Wahnsinn, ey. Ich muss den zu Ende bauen, was man also Crit Damage helfen muss im Moment. Ja, man kann halt unglaubliches Glück haben und man kann halt auch unglaubliches Pech haben. Ich guck mal gerade, was sie sonst noch so anhat, bevor ich hier... Oh, guck, hier ist Crit drauf und 13 Crit auf dem Helm. Das ist unbeschreiblich gut. Ja, und 54 Elementarkunde. Die hätten zwar auch noch Dings sagen, aber der ist einfach unschlagbar, der Helm. So, und hier 18 Crit-Schaden, Angriffskraft, das ist einfach... Aber gut, okay, dazu muss ich sagen, das ist aber auch der beste Pyro-Kelch, den ich jemals bekommen habe. Der beste Elementarkelch überhaupt, den ich jemals bekommen habe. Den hat die jetzt gerade an. Hier auch 21 und zu 10, 11. Und das auf einem Hourglass. Es ist einfach, das ist unschlagbar. Also ich kann dieses Set noch nicht ausziehen. Es sei denn, das neue Set ist so viel besser, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich damit an diese Werte rankomme, die ich jetzt habe. Und ich sag nicht mal, sie übersteige, ich einfach nur rankomme. Naja. So, ich muss Harz ausgeben. So, ich habe... habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich kann das ja mal hier... Also hier farm ich ja die Scheiße. Ich kann das ja mal mit 3 farmen. Da muss ich nicht genau. Pack ich dann, was weiß ich, Ember rein oder so, damit wenn ich noch ein bisschen Freundschaft kriege, dann farm ich das so. Das habe ich noch nicht gefarmt. Guck mal, ob das was funktioniert hier. Genau. Order guide you.
Witness the power of Gugwa. Fire hazard. Here come the fireworks. I will have order. Solidify! Rain outlines your fate. Let me read you a verse. Huh? Time for a light show. Gucken wir mal das Timing an. 55 Sekunden. Ja, unter einer Minute bin ich immer zufrieden. Ja. 30 Sekunden wäre natürlich besser, aber unter einer Minute bin ich immer zufrieden. Weil das ist immer, wo hier schon wieder Crit. Ja gut. Da könnte ja Crit drauf rollen. Wäre ja möglich. Ja. Und ja, es ist schon passiert. Man hat dann manchmal so Sachen, wo man dann so denkt, das ist völlig unmöglich. Hat er das noch an? Ich sortiere mal nach Crit Damage. Warst du's? Ja, hier das Teil. Der war echt, der Crit Damage war nicht drauf, beziehungsweise es war Crit Damage drauf. Und ich dachte, ah gut, okay, vielleicht rollt ja Dingens drauf. Noch Crit. Und nein, es ist Elementarkunde geworden. Und dann ist 4-mal, glaube ich, Crit-Schaden hochgerollt. Und deswegen ist hier 30% Crit-Schaden drauf. Und sowas ist natürlich dann, ja, mehr als Glück. Das war zu dem Zeitpunkt einfach so einer, okay, der hat Pyroschaden drauf und Crit-Schaden. Versuche ich den mal abzugraden. Und da ist immer weiter Crit-Schaden hochgerollt. Und das sind dann natürlich so Momente, wo man sich auch denkt, will ich das Spiel nicht verarschen? Fuck. Ich glaube, einmal ist auch ein Taco hochgerollt oder zweimal. Aber ich sag mal so, das ist schon. Ich sag mal, ich habe keins mit über 29 oder keins mit über 30. Viele Leute, die haben auch mehr. Jetzt habe ich über 30% Crit-Schaden. Das war mir aber jetzt noch nicht vergangen. This is order. Rain outlines your fate. Witness. Feel the split. Und ihr macht so viel Damage. Das ist schon echt schlecht. So. Da muss man schon also muss man schon erstmal hinkommen. Ich bin mit ihrem Schaden auch äußerst zufrieden. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie meckern könnte oder so. Blitz und Blume, Verteidigung. Alles Müll. Alles Müll. Der Blume, da der Mensch halt immer Leben ist, muss da mehr Vernünftiges drauf sein, außer nur Crit. I will have order. Stabilize. Let me read you a verse. This is order. Witness the power of Gugwa. Fire hazard. Wenn es anfängt sich zu drehen, dann hättest du wahrscheinlich Glück. Nee, macht er das nicht. Ich habe die Frage, was passiert, wenn ich ihn, den Großen, als erstes umbraten würde. Es dann schneller gehen würde. Hier zum Beispiel. Sind 2 gute Stats drauf, das ist schon wesentlich besser auf dieser Blume. Aber theoretisch hätte ich da lieber direkt Crit und Crit Damage. Am liebsten. Ja, die Zeit, die hier am Anfang rumpimmelt und rumsteht,
zählt mit in den Abschluss rein. Deswegen ist das irgendwie nicht ganz so aussagekräftig. Dass das irgendwie... This is order. Solidify. No, my sword. Let me weave you a verse. Huh? Feel the slit. Das ist unten lange, oder? Ja, 53 Sekunden ist also scheißegal. Wo mein Damage rangeht. Ein bisschen schneller, aber... Angriffskraft. Alles Müll. Ach ja. Random Stat Generator Games sind immer so. Finde ich nicht gut. Es müsste eine Möglichkeit geben, wenigstens ein Stat dann immer festzusetzen. Kann ja auch irgendwas sein, was man dick fahren muss. Das kann ich auch nicht die auch nicht. Outlines your fate. Rain cutter. Feel the slit. Werde immer langsamer. Aber egal. 1 Minute ist nicht langsam. Heilungsschaden. Elektroschadensbonus. Mensch. Mit Crit-Schaden drauf. Brauche ich zwar nicht für den Scheiß hier, aber jetzt muss ich noch einmal... Wie heißt sie killen? Die Troller von der Bergziege. Leute, keine Gefangenen. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Ha! No, my sword. Let me weave you a verse. Huh? Time for a light show. Detestable power. Okay. Nicht das eine. Wie zufällig da gespawnt. This is order. No, my sword. Rain outlines your fate. Witness the power. Ich mag leider nicht mehr so viel Damage an ihr, deswegen ist ja hier nicht ganz so nützlich. Aber wenn ich Glück habe, schaffe ich es vor der Phase. Weiß das aber leider nicht. Ich hasse es, wenn Bosse sich unergreifend machen. Ey, es ist jedes Mal, dass dann immer nur rumstehen, warten.
Kann die dabei nicht einfach angreifbar sein? Dann wäre alles in Ordnung. Ich will mich gar nicht beschweren. Kann die machen, was die will. Rain cutter. Who dares? Call me a witch. Feel the split. I never asked for redemption. Never. Nervig, 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 nervig. So. Das war das. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch Dailies machen. Jetzt muss ich auf mein Freundschaftsfarmteam wechseln. Damit ich wieder welches mich wieder in die Weißglut treiben wird. Aber gut. Weil es nämlich scheiße ist. Cool, Ayato echt schon Gier anhat, aber eine vernünftige Waffe hat er an. Razor habe ich, glaube ich, das komplette Gear von Shenhe oder Yula angezogen und trotzdem, ja, der ist halt nur Level 50. Let it rain. Gefährlicher Transport. Ist ganz gut, wenn es in der Nähe von so Schreinen ist, dann kann ich nämlich immer mal ein bisschen heilen. Müsst ihr aber aufpassen, Schrein ist nicht endlich. Unendlich. Er ist endlich. Achso, das Mieseste an dem Spiel ist, weil wenn man nämlich irgendwann seinen Schrein leer geheilt hat, dann kann man sich gar nicht mehr frei heilen. Dann muss man entweder was farmen zum Kochen, und wenn man nicht mehr farmen kann zum Kochen, dann muss man dann schon sterben und dann mit dieser Hälfte AP, die man dann bekommt. Ja, die geht irgendwo hier hin, ne? Das habe ich schon mal. Versuch's mal erstmal mit Razor. Guck, den Schaden an den Zug hatte. So. Gefährliche Kletteraktion. Ich bin richtig. So eine gefährliche Kletteraktion. Mal gucken. Rasuna. Na gut. Okay. Habe ich doch schon. Na gut. Genau, da hochklettern. Das ist genau das, was ich wollte. Gut, dass du das gemacht hast. So, und das ist, wenn ich mich nicht irre,
krachende Krise. Sehr gut. Gute Quest, also Kampfquest, aber blöd ist nur, dass man da immer hinschweben muss. Ja, irgendwie so hier. Cheaten. Mind the deluge. Diesen Niederfragen dieses Bild, die hier immer auf dem Plan stehen, wenn die da nicht vernünftig erwischt. Da auch wieder. Und alles so schön. Ah, Miro, so war das nicht. Try not to enjoy this. No escape! Einmal okay, ist gut schaffen. Was ist er? Ja, ich finde nur ihre Ult von ein paar Elementarreaktionen. Nicht für Schaden oder so, aber trotzdem. Und ihr Baron Bunny, damit sie damit sie ihren Gegner ablenkt. Aber hey, das funktioniert nicht. So. Sie kriegt immer einen Hit mit. Das ist ihr Ding. Einen Hit mitkriegen. Das ist ihr Ding. So. Add Astra. Add Thank extra you for applesauce. Oh, Add Astra. davon kann ich jetzt 2 noch herstellen. Mal gucken, ob ich diese Woche noch irgendeine größere Sphäre machen muss. Ich glaube aber nicht. Ne, die habe ich alle gemacht, okay. Ah, guck mal. Neue Anordnung der Gestirne. Yay. Love it. Oh, jetzt muss ich noch 10 extra ausgeben, wirklich? So eine Scheiße. Dann mache ich noch irgendeine Dings-Scheiße. Da. Das ist aber die Scheiße. Na gut. Geht aber schnell dann. Hiermit. Da lasse ich mich nicht lumpen, weil alles, was ihr im offenen Gelände machen könnt, wo dann so eine Blume wächst oder auch beim Wolf, ja, könnt ihr mit einem anderen Team machen, das keine Freundschaft braucht und dann mit dem Freundschaftsteam einfach abwehren. Das funktioniert wunderbar. So. Die Maschinen hier sind echt. Order guide you. Fire hazard! Wenn man die mit dem Schieß den an, die du nicht treffen kannst. Bei mir. Fuse is lit! Jetzt wächst hier die Blume. Und dann geht man hin, wechselt das Team. Und sammelt die Freundschaft. Schön mit denen hier ein. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Kann der Vergänglichkeit. Den üblichen täglichen Quatsch. Ihr kennt das alles.
This realm. Lolli. So. Ja, die ist voll, ich weiß, aber ich habe leider nicht mehr, die noch Freundschaft brauchen. Nur noch diese 7. Dann bin ich durch. Allen Charakteren. If you Der ever Freundschaft. have. So. Okay, jetzt haben wir das auch fertig. Dann uns den einsacken. Zack. Ein Süßer, ja. Dass sie so selbstverliebt ist, dass sie das zu sich sagt, das kann ich glauben. Okay. Ja, morgen geht's dann weiter. Vielleicht auch erst übermorgen, muss mal gucken. Weil ich morgen arbeiten muss. Je nachdem, wie es zeitlich passt, ob ich das vorher noch schaffe. Vermutlich aber nicht. Vermutlich muss ich es. Tatsächlich. Ja, je nachdem. Vielleicht mache ich es auch morgen früh noch. Wenn ich früh pennen gehe gleich. Mal gucken. Ich will nichts versprechen. Will aber auch nichts verneinen. Also dann, meine lieben Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Event wie ich. Beziehungsweise ihr könnt genauso die Belohnung einheimsen. Gönnt euch die Urgesteine und vielleicht Yelan. Am Ende von Yelans Banner mache ich vielleicht einen Roll drauf. Auf sie. Muss mal gucken. Ich bin da, glaube ich, bei... Gute Frage. Habe ich überhaupt ein Dings? Ne, ich habe keinen... Ne. Habe ich Ayaka gezogen? Das war quasi... Ja, es war in dem Roll noch drin. So. Ja, der letzte Roll, das heißt, ich bin bei 0 mit die. Oder wenn man die jetzt mitzählt vielleicht, ne? Wenn das der erste war, ja, kann man nicht mitzählen, bin ich bald bei 9 Pity. Aber ja, das heißt, ich brauche 16.000 oder so, damit ich hier 10er Rolls raushauen kann. Ja, nicht ganz. Aber so an so viel werde ich nicht kommen. Vermutlich. Na gut. Egal. So wichtig. Ich weiß nicht, ob Yelan wichtig ist. Ich habe sie nicht kämpfen sehen. Ich glaube, sie hat da irgendwie so 2 Würfel. Das finde ich ganz witzig. Aber viel mehr interessiert mich Shinobu. Cookie Shinobu. Muss man mal gucken. Aber die ist leider im Ito-Banner. Und Ito, weiß ich nicht. Will ich nicht unbedingt haben. Nicht, weil ich ihn scheiße finde als Charakter, sondern weil ich ihn nicht witzig finde oder so, sondern weil ich seinen Kampfstil nicht so mag. Today's no good for going out. Also damit, haut rein, danke euch fürs Did I Zuschauen. say that Und ich hoffe, yesterday wir as sehen uns well? morgen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssen! Start